Und wieder mal muss ich sagen, gerade da wir Frau Thomsen wieder unsere Mitte hier haben, ist sie nicht der Herrgott, ich auch nicht, nur göttlich. Aber dass sie folgte, dass sie nur das getan, was jeder Mensch zu tun hat, dadurch sind diese Erfolge zustande gekommen. Dadurch haben Menschen das Heil erfahren. Es war so ein kleiner Zwischensender. Für denen es sonst nicht möglich gewesen. Sie waren diesem kleinen Gerät gleichzustellen. Sie brauchten einen Zwischensender. Und so von Tom sind wir auch viele Freunde hier aus unserem Kreis, auch heute hier, waren derjenige welcher, der das in sich aufgenommen, das Gut, das göttlich Gewollte, auch weitergegeben. Ich will für ihn das Gute. Ich will für ihn die Ordnung. Ich will für ihn all das, was ihn wirklich auch zum Guten bewegt. Denn ich glaube, dass er es will. Er kann nur nicht glauben. Und daher glaube ich so lange für ihn, bis er glauben kann. Das, meine lieben Freunde, das ist das, worum es hier geht. Nicht, dass Sie in einer Einbildung leben, das müsste so und das müsste so sein. Grundfalsch. Und da muss ich Sie heute auch eingehend darin belehren. Grundfalsch ist es, wenn Sie eine zweifelhafte Frage stellen, ob das möglich ist, dass dem und dem noch zu helfen ist. So werden Sie von mir ein Wort hören. Nein! Warum? Über diese Zweifelsfrage gehe ich nicht. Das ist keine Verbindung von mir zu dem Nächsten. Denn er, der Bittende, glaubt ja nicht. Er stellt die Zweifelsfrage. Er braucht sie ja gar nicht mal aussprechen. Er braucht seinen Herzenswunsch nicht über den Mund, nicht über seine Lippen bringen. Nein. Seinen Herzenswunsch so beherzigen und wirklich glauben, dass diesem seinem Nächsten zu helfen ist. Dabei geschieht es. Er darf keine Silbe über die Lippen lassen. Das braucht er nicht. Liebe Freunde, wenn ich jetzt an diesem Punkt angelangt bin, ich könnte Ihnen Tausende Ihrer Mitmenschen aufzählen, was sie getan und wie sie dann auch dadurch das Heil erfahren haben. Wo sie ja nachgesagt, es ist ein Wunder geschehen. Selbstverständlich wird der Mensch geführt. Er muss ja wieder zurückgeführt werden zu dem Guten, zu Gott selbst, zu dem sie alle gehören. Und das ist hier die Aufgabe, nicht nur meine Aufgabe, sondern die Aufgabe eines jeden Menschen, so er das Gute, das Göttliche begrüßt, so er es will. Und darüber bin ich heute erfreut, dass ich sagen kann, ich bin nicht mehr alleine. Kurz gesagt, dass Frau Thomsen viele zum Heil zurückgeführt hat, kann doch keiner bestreiten, wird auch nicht bestritten. Aber ich greife jetzt zurück, als ich als Neubürger auf dieser Erde war. Ich habe alles so scheußlich empfunden. Ich wollte hier nicht bleiben. Ich sage Gott jetzt zu ihm, sonst anders. Warum hast du mich hierher gesandt? Ich will hier nicht bleiben.
Hier empfinde ich nur das Böse. Das kann nicht sein, ich will hier nicht sein. Natürlich war ich nicht von Menschen umgeben. So wie ich erst auf eigenen Füßen stehen, mich mit diesen eigenen erst bewegen konnte, das heißt meinen Körper bewegen konnte, ging ich in den dicht daneben liegenden Wald, um alleine zu sein, von Menschen frei zu sein. Ich wollte nicht. Ich wollte hier nicht bleiben. Ich sage nein. Das kann nicht sein. Ich habe Antwort bekommen. Gute Antwort. Ich habe auch gesagt, das habe ich nicht gewusst. Und das Gleiche höre ich heute auch von meinen Mitmenschen. Danach, so sie die Wahrheit erfahren, das habe ich nicht gewusst. Ja, ich habe es auch anfangs nicht gewusst. Ich sagte, wie scheußlich das doch hier ist, dass in den Menschen so viel Böses ist, in den Tieren so viel Gutes, in den Pflanzen ist das wahre Göttliche, woran wir uns erfreuen können. Aber von hier ab, meine lieben Freunde, habe ich nicht mehr dagegen gesprochen. Von da ab bin ich mir bewusst, wozu ich hier bin. Hier, von da ab habe ich gewusst, was hier meine Aufgabe ist. Ich stehe nicht im Dienste von Menschen, sondern nur im Dienste Gottes. Mehr nicht. Und ich tue auch nur das, was ich hier zu tun habe. Obwohl Menschen das noch nicht so recht und richtig verstehen können. Schadet nichts. All das muss man auf sich nehmen. Es ist hier das beste Zeichen dafür gegeben, dass Menschen schon lange auf dieser Erde sind. Beweis dafür ihr Körper, wie alt er ist, wie sie von sich, von ihrem Körper aus sagen, und noch nichts gelernt. Aber dafür immer mehr dem Bösen verfallen, immer mehr das Bösen in sich aufgenommen. Ja, meine lieben Freunde, wenn das so weitergehen würde, sie hatten Gott verlassen und fühlten sich auch verlassen von Gott. Aber jetzt werden sie zurückgerufen